Moin Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video. Wir wissen ja, dass wir mit Arc Extended Mod Support für die Konsole bekommen, aber auch für den PC wird es ja mit den Mods etwas anders sein, wenn wir die über Overwolf bekommen. Heißt ja, wir werden ja so gesehen nicht mehr die Steam-Mods benutzen, sondern wir werden ja auch dann die Mods benutzen. So. Und ich möchte in diesem Video nicht darauf eingehen, dass es Premium-Mods geben wird und wie das ablaufen wird, weil Leute, ganz ehrlich, da könnte ich 'n 30 Minuten Spekulationsvideo drüber machen, ob das schlecht oder gut wäre und den ganzen Kram. Ich will mit dem Thema bezahlbare Mods oder Premium-Mods abwarten, bis es 'nen Statement von Wildcard gibt, wie das aussehen wird. Wisst ihr, was ich meine? Ähm, Außer ihr wollt unbedingt, dass wir 'n Video drüber machen, dann schreibt mir das in die Kommentare natürlich, Leute. Wenn ihr das möchtet, mache ich das. So, aber der Sinn dieses Videos ist eher, ich möchte euch 5 Mods vorstellen, die ich auf jeden Fall in Arc Extended haben möchte, besonders auch für die Konsole, weil ich auch auf der Xbox wahrscheinlich größtenteils spielen werde, um mal auch im Fernsehen zocken zu können. Natürlich, es gibt mehrere Mods. Wir können auch gerne mal einen zweiten Teil machen, weil ich würde safe auch 10 Mods hinbekommen. Aber wir fangen mal mit meinen 5 Favoriten an. Punkt eins: Structure Plus. Structure Plus oder S Plus ist eigentlich eine Mod, die einem super viele Möglichkeiten gibt. Von dynamischen Türen, man kann Pfeiler schrichten, aber es gibt unendlich viele Sachen. Wir haben Foundation, die man höher packen kann. Wir haben Stromleitungen, die unsichtbar gemacht werden können, zum Beispiel. Wir haben Beete, die andere Formen haben. Also wir haben unendlich viele Strukturen ähm, und auch recht viele neue Sachen und auch viele Quality-of-Life-Anpassungen, ja, muss man dazu sagen. Also, wenn es so Kleinigkeiten sind, dass man sowas bauen kann, ja? Wer kennt es nicht, dass man irgendwie eine Treppe vor seinem Haus bauen möchte? Man muss dann so komisch unterbauen normalerweise als Konsolenspieler, Türen, so besondere Türen. Gut, es gibt auch einige ziemlich OP-Sachen, ja, wo man sagen muss: „Okay, die sind ziemlich krass.“ Ähm, Ob man die jetzt braucht, ist eine andere Sache. Ja, zum Beispiel Tech-Brücken, dass man die auf Strukturen setzen kann. Warum geht das bei normalen Arc nicht? Das würde so viel geiler sein, aber nein, ja. Ähm, Torch mit verschiedenen Farben. Ich habe noch nie meine Farbe geändert. Das ist eigentlich 'ne müsste ich ja machen, sehe ich grad, dass das funktioniert. Ähm, ja, auch von den ganzen Sachen ausstellen. Wir haben automatische Teile wie, sagen wir mal, die Eier aufsammeln, die Dünger aufsammeln. Wir haben Türen, die automatisch aufgehen. Diese Mod hat super viele Quality-of-Life-Anpassungen. Im Endeffekt nimmt sie die normale Arc-Struktur und verbessert sie einfach. Ob wir in Arc Extended S Plus mit allen ihren Funktionen bekommen, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob Wildcard vielleicht sagt: „Okay, wir wollen gewisse Dinge nicht.“ Ja, ich sage mal zum Beispiel, die Nanny, ist 'nen N also so 'n man stellt halt wie 'n NPC hin, dem man gewisse Sachen gibt, mit denen er läuft. Und der tut dann im Endeffekt Essen aus dem Futterdruck nehmen und füttert damit die Babys. Das heißt, eigentlich braucht ihr, wo ihr Babys großzieht, einfach nur eine Nanny und einen Futterdruck, der voll ist und halt Essen in der Nanny. Wisst ihr, was ich meine? Und es läuft voll automatisiert. Die Frage ist, ob Wildcard sowas möchte. Ich weiß nicht, wie sehr sie bei den Mods mit reingrätschen können und können sagen: „Ah, nee, aber das und das wollen wir nicht, weil das würde unser Spiel“, das weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass sie das machen werden, aber wie gesagt. Aber allgemein finde ich die Mod halt gut, weil sie super viele Dinge anpasst. Die andere Sache ist, was wir nicht wissen: Passt Wildcard einige Sachen selber ein? Türen, die automatisch zu und aufgehen, könnten sie selber machen. Beete, die man schräg setzen kann, könnten sie automatisch reinbringen. Dass man das so bauen kann, könnten sie selber reinbringen. Wisst ihr, was ich meine? Man muss mal gucken, wie wichtig es Plus wird, wenn Wildcard mit Extended neue Sachen reinbringt. Es kann auch sein, dass S Plus am Ende, ich will nicht sagen überflüssig wird, aber vielleicht ausgedünnt wird, weil 50% der Funktionen Arc selber kann. Was ich aber bei S Plus mit am geilsten finde, ist, ihr könnt alles Mögliche in euer Lager packen und ihr seid eine Etage tiefer, geht an eine Werkbank, klickt auf den Bauplan zum Beispiel von, ich sage jetzt mal, 'nem Sattel, habt oben so ein Wolkensymbol und dann könnt ihr so gesehen die Items aus eurer Storagebox in eure Werkbank pullen, ohne sie tragen zu müssen. Und das macht für mich das mit am geilsten, weil man kann endlich sein Lager optisch so schön bauen, wie man das möchte, ohne dabei denken zu müssen: ich muss aber jetzt die Metallbarren 3 Stöcke tiefer tragen.“ Ne, durch die Pull-Funktion im Endeffekt erspart man sich und das ist fast mein größter Boni bei S Plus, bin ich ganz ehrlich. Ähm,
Aus dem Spyglass, Leute, relativ einfach erklärt, will ich auf jeden Fall haben. Das ist ein Spyglass im Spiel, dass, wenn ihr es anhabt, in der Mitte im Endeffekt so ein Fadenkreuz bekommt, ja. So im Prinzip kann man das hier besser nach angucken. Ja, man sieht hier dieses Fadenkreuz. Und wenn man auf den damit einen Dino anguckt, dann sieht man links, Entschuldigung, die Anzeige hier, wie was der Dino zum Beispiel haben möchte. Hier haben wir so Sachen wie, kann man das mal ganz kurz zeigen? Hier. Man sieht zum Beispiel, welche Werte, ganz wichtig für Züchter, super interessant. Man sieht den Topor, man sieht die Farbzonen, falls jemand interessiert. Man sieht aber auch, wie gesagt, was der Dino gerne haben möchte. Man fliegt über einen Dino und man sieht hier zum Beispiel, okay, was man zum Tamen benötigt. Man sieht auch die Anzahl, die man zum Tamen benötigt. Das war auf dem Bild jetzt hier gerade nicht zu sehen. Achso, hier sieht man, man kann auch im Endeffekt hier Orbitaldrops reingucken und man sieht dann auch an der Anzeige, was drin ist im Orbitaldrop. Es erleichtert einem wirklich super viel, ja. Muss man wirklich sagen. Also, man kann damit auch angucken, welchem Tribe und der ganze Kram. Ist ja 'ne Mod, die ist super klein und sie erspart einem einfach unendlich viele, Sachen, wie hier zum Beispiel, man muss nur auf seinen betäubten Dino gucken, man sieht, wie der Taming-Fortschritt ist. Ihr seht das Leben, die Topor. Es ist einfach 'n super Quality-of-Life-Anpassung, aus der Luft auf 'n Dino zu gucken. Ihr sucht nach Dinos, plus es werden auch wilde Dinos umrandet, also eure eigenen auch. Man sieht auch dann so 'ne Umrandung um den Dino, wenn man's aktiviert. Es ist einfach 'ne richtig, richtig geile Mod und, ja, die muss drin sein, Leute. Die muss drin sein. Wenn die nicht drin ist, dann bin ich traurig. Ja, Dino Storage Version 2 ist eine Mod, die ich auch auf jeden Fall immer empfehlen würde, mit reinzunehmen, weil sie den Vorteil hat, man hat wie so eine Art, also das ist, glaube ich, ein bisschen groß, kann ich, glaube ich, so nicht im Video zeigen. Man hat wie so eine Art Paintball-Waffe, habt ihr vielleicht schon mal in Streams gesehen. Und man kann auf Dinos schießen und die werden einfach instant eingekapselt in diese Kryos, also in diese Souls. Das sind so diese weißen Kugeln, die man unten links jetzt sieht. Diese hier. Und im Endeffekt ist das wie eine ganz normale Kryo-Kapsel, nur dass sie erstens günstiger ist, die kostet nur ein paar Kristall. Und ihr könnt aber, wie gesagt, einfach hingehen, könnt sie ohne Waffe benutzen, aber instant eingekryot. Oder wie gesagt, ihr nehmt einfach die Pistole, schießt drauf und zack ist der einfach eingekapselt. Was es auch super angenehm macht, einfach auf die Entfernung ein Dino einzukapseln, mitzunehmen, so zack, 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 eingepackt, statt mal hinzulaufen, kryon. Hat ein paar coole Storage-Sachen, ja, gut. Die Schränke von, Soul Terminal können auch Sachen automatisch aufsammeln, also Eier zum Beispiel. Ihr könnt hier die Babys direkt kapseln lassen. Ihr seht jetzt zum Beispiel auch in diesem Video, dass das Pferd 'nen Nebengeburt bringt und ihr seht, zack, die wurde jetzt automatisch von dem Teil aufgesammelt und gekryot in 'ne Soul reingepackt. Ist halt auch so 'n Quality-of-Life-Ding. Das geht auch mit, wie gesagt, mit Dünger und so 'n Kram. Also, man kann damit super viel machen. Man kann sogar in dieser Storage produzieren. Ob man das möchte, ist noch mal 'ne andere Sache. Aber ich finde alleine diese Pull-Funktion und auch dieses, es ist halt super angenehm, Leute. Einfach hinzugehen, zack, den nehme ich mit, den nehme ich mit. Bei Drops, ihr seht, die muss drinne sein. Die muss drinne sein auf jeden Fall. So, Keep Castle and Forts, Leute. Die Mod will ich auch haben, alleine, weil man damit halt das einfach ultra krass bauen kann, ja. Damit könnt ihr Bauwerke bauen, die so aussehen. Man könnte endlich richtig coole Burgen bauen. Es gibt super viele Strukturen, die diese Mod beinhaltet, einfach um super, ja, einfach mal eine richtige Burg zu bauen, ja. Ihr seht's hier, wenn sowas aufgebaut wird, es wären Strukturen, die einfach das normale Ark noch mal auf 'n anderes Niveau bringen würden, wenn man einfach diese Sachen so umsetzen kann. Und wir haben ja nicht nur Burgen, sondern wir haben auch noch, ob das hier auch gezeigt wird, ist auch eher Richtung Burgen, Speedbuild. Also, es sind nicht nur Burgenstrukturen, sondern da haben wir noch viele, viele andere, aber auch hier, ihr seht, Leute, wie detailliert man das Ganze bauen kann. Richtig mit Toren und das ist wirklich krass. Also, wenn wir uns mal angucken, man hat hier so einen Baustil in der Mod, ja, so ein bisschen mittelalterlich. Wir haben hier das Burgendesign, was wir eben gerade eben hier so was, wie geil ist das denn, wenn man solche Basen bauen kann. Ich bin immer neidisch, wenn Leute so was können wir hier, wie krass man einfach damit bauen kann. Und ich finde, diese bräuchten wir auch auf den Konsolen und halt auch in Arc Extended. Wie gesagt, damit, Gott, also, da würden so coole Bauwerke entstehen, wenn man diese Mod benutzt. Deswegen, die muss auf jeden Fall mit drinne sein.
So Leute, bevor das Video zu lang ist, die letzte Mod ist meine mit Lieblingsmod. Das ist die Paleo Arc Mod, Leute. Die Paleo Arc Mod ist eine Mod, die im Endeffekt Kreaturen, die wir bereits haben, reworked so ein klein bisschen. So auch, man könnte es fast sagen, wie Aberration-Version und so ein Kram, nur mit teilweise wirklich ein bisschen besser angepasst. Und auch teilweise eigene Versionen, ja. Also hier zum Beispiel der Paleo Arc Andrew Sarkos, anderes Felddesign, der Paleo Thylacoleo vom Style. Hier der Kano zum Beispiel finde ich super hübsch. Sieht man auch ein bisschen, dass hier was ein bisschen redesigned worden ist. Ähm, Wir haben auch, gut, das ist eher für eine Mod, für eine andere Mod, Arc Edition Mod, der Megalosaurus. Wir haben hier den Crater Yuti, auch hier ein anderes Design. Ähm, Auch der hat einen anderen Schrei. Der Crater Yuti schreit wie ein Godzilla, finde ich mega cool. Auch die Rexe, ja, mit diesen Streifenmustern. Wir haben aber auch den Evolution Rex. Das ist nochmal eine andere Version eines Rexes. Wir haben den Tarbosaurus. Wir haben zum Beispiel Kentos, die man reiten kann. Ja, Paleo-Kentos sind ein bisschen größer, haben ein anderes Muster und sind reitbar. Hier zum Beispiel das Muster vom Stego. Dillos gibt es klein und groß. Wir haben hier zum Beispiel den Säbelzahntiger, der heißt halt hier Smilodon. Auch komplett anderes Design. Und auch hier nochmal die Paras zum Beispiel. Ich finde, das ist eine Mod. Sie fügt im Endeffekt in Anführungszeichen neue Kreaturen hinzu, neue alte Kreaturen, teilweise mit einem schöneren Design auf jeden Fall. Es kommt auch zum Beispiel noch ein Giga von Paleo, ein eigenes Giga-Design. Und diese Mod ist aber so, dass sie nicht zu übertrieben ist. Wisst ihr, ich mag das nicht, wenn ähm, es gibt viele Kreaturen-Mods, da sind Dinos oder Kreaturen drin, die sind einfach zu OP. Und das macht die Paleo Arc Mod, finde ich nicht. Die geht einfach hin und gibt uns im Endeffekt die altbekannten Kreaturen in einem neuen Style einfach noch mal ein bisschen schön. Hier der Spino zum Beispiel mit dem richtig geilen Rückensegel und auch dem kompletten Artwork im Dunkeln leuchten. Das ist so ein Grund, nochmal den Dino zu tamen oder halt, wenn Arc Extended startet, vielleicht direkt lieber Paleo Spinos zum Beispiel zu zähmen. Ich finde, die sehen einfach wesentlich schöner aus. Und wie gesagt, auch so Sachen, dass der Kendo jetzt reitbar ist. War für mich sehr geil. Hier haben wir auch nochmal zum Beispiel, das war glaube ich das Giga-Design, was hier kommt, genau. Also, ist super, viele Leute in Arbeit, da kommt noch einiges. Ist eine geile Mod. Schreibt mal in die Kommentare, Leute, welche 5 Mods würdet ihr euch denn wünschen in Arc Extended zum Start oder generell? Ja, da würde ich sagen, Leute, schreibt es in die Kommentare. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal und ciao.